Jetzt, dieses kleine Video, wird sich um eine Frage drehen, die mir jemand geschickt hat, wo es um einen jüngst verstorbenen Angehörigen geht. Und diese Person möchte kommunizieren mit diesem doch im recht jungen Alter verstorbenen Familienmitglied. Und die Person fragt, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da eine Seele oder geht da irgendwas von dem Charakter weiter? Ja, wie ist das eigentlich? Und wie komme ich aus dieser Beklemmung raus, wenn der Atem so schwer geht? Und so. Also, das ist auch relativ persönlich, so wie ich es gelernt habe und auch tue. Ich spreche auch mit Verstorbenen. Und ich spreche und frage so ein bisschen bei kürzlich Verstorbenen in den Raum hinein, na, bist du da, kannst du mich hören, ich habe von dir gehört oder ich sehe dein Bild vor mir und so. Und meistens entsteht dann so, oder oft, nicht immer, meistens entsteht so eine Resonanz. Und diese Resonanz, das ist wie so ein Kribbeln im Körper oder etwas in der Herzgegend, etwas, was zumindest mir sagt, ich bin jetzt innerlich verbunden mit dem Thema, also mit der Person. Ob die jetzt wirklich da ist, weiß ich nicht. Ne? Manchmal hat man ja so Zeichen, dass man so ein Schaudern kriegt und so. Und das kann sein, dass dann so eine Verbindung gerade sehr stark spürbar ist, aber wissen tut das ja niemand. Also, und dann spreche ich. Und ich brauche das nicht jetzt irgendwie speziell laut zu sprechen. Eigentlich reicht es sogar, sagen uns die tibetischen Lehrer, wenn man sozusagen laut denkt. Die Verstorbenen können offenbar Gedanken lesen. Aber da unsere Gedanken deutlich klarer sind, wenn wir sprechen, können wir innerlich so wie in einen Monolog oder auch sogar Dialog gehen, wenn wir das Gefühl haben, wir hören Antworten. Und wir sprechen mit der verstorbenen Person und wir drücken das aus, was hilfreich ist, drücken unsere Liebe vielleicht aus, unsere Dankbarkeit, sprechen vielleicht auch Dinge an, die schwierig waren, aber gehen in die Lösung, sagen, du, das, was damals passiert ist, bitte verzeih mir und ich trage dir so gut ich kann nichts nach, ich will an deine guten Seiten denken, was auch immer. So, nur Beispiele. Und so sprechen wir. Und wir machen das mehrmals, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Es kann sich weiterentwickeln im Laufe der Tage. Und wir müssen den verstorbenen Geistesstrom dann auch ermutigen, weiterzugehen. Also nicht zu bleiben, um uns eventuell jeden Tag dann zuzuhören, sondern zu sagen, nee, also eigentlich ist jetzt hier für dich in diesem Leben nichts mehr zu machen. Ich kümmere mich um mich selbst, ich kümmere mich um die Familie so. Wir kommen schon klar, du musst deinen Weg weitergehen. Und dann diese Ermutigung, ins Licht zu gehen, in die Liebe zu gehen, in die Herzensöffnung, ins Vertrauen und sich dahin zu richten, wo das größte Vertrauen ist. Also diese Ermutigung, die muss auch folgen, denn wir sollten es auf jeden Fall vermeiden, dass diese Seinsströme oder Geistesströme so an uns hängen bleiben. Und jetzt war ja die Frage auch, ja, was ist denn das mit dieser Seele und so? Also mit dem Begriff Seele ist überhaupt nichts verkehrt. Es ist eine dynamische Seele. Ja, die Buddhisten sagen immer so, es gibt kein Atman, gibt keine Seele. Aber damit ist die Atman-Vorstellung einer stabilen, unveränderlichen, individuellen Seele gemeint. Aber dass es so ein seelisches Erleben gibt, das sich weiterentwickelt und wo du dir jetzt vorstellen kannst, so dass die verstorbene Person jetzt noch weiter lernt und sich weiterentwickelt. Ja, das gibt es. Da geht etwas weiter, da geht ein Erleben weiter und das ist immer noch zusammengehalten durch das Gefühl, ich bin. Dieses Gefühl, ich bin, mich gibt es, das hält diesen Geistesstrom zusammen. Und wenn das nicht mehr ist, dann kann sich der Geistesstrom auch auflösen. Es ist nicht so, dass der ewig weitergehen muss. Der kann sich zum Wohle anderer noch manifestieren, dann sind es die Kräfte von Liebe und Mitgefühl, die ihn zusammenhalten. Aber so ein Geistesstrom ist halt keine Seele, die auf ewige Zeit als Einheit bestehen bleibt und schon gar nicht als unveränderliche Einheit, sondern ist ein dynamisches Erleben, in dem es auch vermutlich zu immer
neuen Verkörperungen kommen kann, also Wiedergeburten in fühlbaren und nicht sichtbaren Bereichen. Und dieser Geistesstrom lernt weiter, befreit sich hoffentlich weiter oder verstrickt sich natürlich weiter, geht auch, und nimmt so seinen Weg. Und wenn du jetzt zum letzten Teil deiner Frage, wenn du diese Beklemmung spürst, denn wenn der Atem so schwer geht, meine Vermutung ist, dass das nicht unbedingt die Gegenwart des Verstorbenen ist, die dich so beklemmt fühlen lässt, sondern deine eigene Trauer und der Verlust. Und dann ist es ganz wichtig, dass du dich genau diesem Erleben von Schwere zuwendest, es nicht wegschiebst, nicht einfach versuchst, die schwere Atmung wegzumachen, sondern dahinter spürst, welche Gefühle sind da und dich direkt auf diese Gefühle einlässt und sie bittest dich, dir mehr zu zeigen und dabei aber möglichst direkt erleben, ohne sie zu analysieren, ohne sie zu bewerten. Also es kann stark sein, aber es geht auch gleich wieder vorbei. Sie haben keine Substanz, diese schweren Gefühle. Und auch um es nochmal jetzt anders einzuordnen, auch die Anwesenheit von Verstorbenen ist nicht belastend. Das ist etwas, das sagen, also unser Genjen Rinpoche sagte, das ist ständig. Die sind ständig um uns herum und versucht ja nicht, sie weghaben zu wollen, und dann kommen sofort die Nächsten. Also leben wir damit, dass wir nicht einfach nur unter uns Sichtbaren unterwegs sind, sondern dass vermutlich noch andere da sind und schicken ihnen immer wieder unsere Herzensunterstützung, praktizieren, indem wir sie einbeziehen, widmen, auch ihnen wie allen anderen. Und damit wird es weniger belastend. Also nicht gehörte Verstorbene, mit denen man nicht spricht, die sind eher belastend. Aber die, mit denen wir sprechen und wenn wir so Eingebungen haben und darauf eingehen und sie nicht verneinen, das wird mit der Zeit dann leichter. Also, vielen Dank fürs Zuhören, für dieses vielleicht etwas ungewöhnliche Video für diejenigen, die mit dem Thema des weiterströmenden Bewusstseins noch nicht so vertraut sind.